Ja, herzlich willkommen auf der Interschutz 2022, liebe Fans und Follower der Firma Weber Rescue Systems. Mein Name ist Josef Eder, ich bin Entwicklungsleiter bei der Firma Weber Rescue Systems in Losenstein, Österreich. Ihr hört es an meinem Dialekt und ich hoffe, ihr könnt es mir gut folgen. Ja, nach 7 Jahren, wo wir jetzt keinen Interschutz gehabt haben, sind wir riesig froh, dass wir endlich wieder da sein dürfen. Und ich möchte euch gerne ein bisschen mitnehmen hinter die Kulissen. Wie weit sind wir mit dem Aufbau, was gibt es Neues und wo sind wir zu finden. Und zeige euch einfach jetzt einmal ein bisschen unseren Stand. Kommt einfach mal mit. Ja, wo findet ihr uns? Halle 26, Stand B13 ist der Platz, wo wir als Firma Weber Rescue heuer unsere Produkte euch vorführen dürfen. Wir haben einen Stand größer denn je, weil wir einfach auch wirklich viele neue Produkte haben und entsprechend brauchen wir einen Platz, um euch das zeigen zu können. Unser Highlight heuer ist sicher unsere SmartForce Geräteserie, die wir hier sehen. Am Beispiel unserer neuen RSC 190 Plus. Die Fans, die uns intensiv verfolgen, sehen hier natürlich sofort, dass es eine neue Messerform, eine neue Messereinsatzform gibt. Das ist unsere neue Smooth Cut Serie, verbesserte Schneidperformance und ein spannungsärmeres Schneiden. Aber ich denke, das Interessantere für euch ist sicher der neue SmartForce Antrieb. Und zudem darf ich euch jetzt mal ein, zwei Details nennen. Was ist der neue SmartForce Antrieb? Was sind die Besonderheiten? Eine wesentliche Besonderheit ist, wir haben unser neues Akkusystem. Wir verwenden zukünftig unsere Milwaukee M18 Akkus. Ihr wisst ja bereits, Milwaukee ist unser Premium-Partner seit sehr langer Zeit mit M28 und zukünftig werden wir das auch mit M18 machen können. Das heißt, das ist schon mal eine Besonderheit von unserem SmartForce Antrieb. Wie der Name Smart schon sagt, es ist die erste Rettungsgeräte-Generation der Firma Weber Hydraulik, aber natürlich auch weltweit, die eine echte Kommunikation zwischen am digitalen Endgerät und dem Gerät ermöglicht. Das heißt, man kann einfach sein Handy rausnehmen und mit dem Handy kommunizieren. Das heißt, ich kriege Informationen aus dem Gerät raus, was mein Zustand ist, kann aber auch Dinge steuern, wie zum Beispiel einen Trainingsmodus aktivieren oder einen Diebstahlmodus oder ein Geofencing einstellen und kriege so wirklich alle Informationen über das neue Gerät, über das Produkt raus auf mein Handy und habe eine Zustandsinfo, was da los ist. Neben diesen digitalen Funktionen, die wir neu gemacht haben, haben wir uns natürlich auch für den Kern, sprich die technische Rettung im Einsatz, viel Gedanken gemacht und haben ein komplett neues Antriebskonzept mit einem optimierten Motor, mit einer verbesserten Pumpe und einer optimierten Steuerung entwickelt. Das heißt, das Gerät hat erstmalig eine sogenannte Mitteldruckstufe, in der sie für das praktische Arbeiten extrem neue Geschwindigkeiten zur Verfügung stellt und somit die Rettung einer verunfallten Person noch schneller umgesetzt werden kann. Mehr will ich euch gar nicht nur erzählen zum SmartForce. Es gibt noch 3, 4 weitere wirklich tolle neue Features, aber da würde man sich freuen, wenn wir uns am Stand sehen bei uns. Da können wir euch dann nur mehr Details sagen. Und das Wichtigste, ihr könnt selber mit den Geräten arbeiten, ihr könnt auch das App testen, wie die Steuerung funktionieren kann. Ja, hier sind wir jetzt Milwaukee-Teil von unserem Stand und da kann ich euch jetzt noch ein bisschen mehr zum Zubehör, wo wir kompatibel sind, zu Milwaukee erzählen. Wir haben gerade über die Möglichkeit der Kompatibilität unseres neuen Akkusystems gesprochen und wir möchten euch das auch ermöglichen, bei unserem Stand euch diese Geräte anzusehen. Ihr seht hier eine Best-of-Auswahl der Milwaukee M18 Geräte-Serie, die mit unseren SmartForce-Geräten vom Akku her kompatibel sind. Für mich ganz ein besonderes Highlight ist immer hier die Kettensäge. Extrem hilfreich für einen Windwurfeinsatz im Feuerwehrwesen. Also eigentlich wirklich eine feine Sache, wo ich dann direkt mit demselben Akku vom Rettungsgerät hier die Kettensäge betreiben kann.
Ja, zwischen den beiden großen Smartforce-Ausstellungsflächen haben wir hier im Zentrum unseren Ausbildungsbereich. Ihr wisst, Weber Rescue bietet viel Ausbildung an. Unsere Ausbildungsexperten werdet ihr hier im Zentralbereich finden und die werden euch entsprechend beraten, was die konventionelle Ausbildung, die Tagesseminare anbelangt, das Thema Rescue Days natürlich, aber auch den ganzen Bereich der digitalen Ausbildung und digitalen Produkte. Auch alles das werdet ihr hier bei uns am Stand finden. Ja, was ich euch auch vorstellen möchte und was ihr auf der Messe heuer bei uns sehen werdet, ist unser Crash-System. Es ist ein Übungsunterstützungssystem, mit dem endlich erstmalig es möglich ist, Unfallautos realistisch zu simulieren für den Übungsbetrieb. Das heißt, mit dem Hydrauliksystem, das in diesem Crash-System, in dem Container hier verbaut ist, hat man die Möglichkeit, das Auto in alle Arten und Weisen zu verformen. Ich kann an Front, an Heck, an Seiten, Aufprall oder sogar einen Überschlag simulieren und die Verformungen realistisch darstellen am Fahrzeug, um das Üben und die Übungsqualität weiter zu steigern. Neben dem Crash-System haben wir auch mit dabei unseren Recovery E-Bag, den haben wir hier drüben. Was hat es mit dem Recovery E-Bag auf sich? Das ist ein relativ intuitives, einfaches Quarantänesystem für ein Brandgeschehen an Elektrofahrzeugen. Ihr kennt die Thematik, Elektro- oder Batteriebrand an einem Elektrofahrzeug. Ich muss das Batteriesystem fluten, wie kann ich das machen, Container irgendwo hören etc. Und da haben wir unser Recovery E-Bag-System, das extrem schnell und einfach aufgebaut ist und ich dann einfach hier mit Wasser reingehe, flute das ganze System und kann die Batterie entsprechend ablöschen oder die thermische Reaktion einfach beenden. Ja, wir sind schon am Ende unseres Rundgangs angekommen. Danke, schön, dass ihr euch Zeit genommen habt. Von mir noch ein kleiner Tipp an euch. Ihr werdet in den nächsten Tagen viele coole Sachen auf unseren Social Media Kanälen finden. Facebook, Insta und alles andere. Ihr findet die Zeiten, wann was für Events sind, alles online. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Ja, wir schauen jetzt auch nur unsere Vitrinen entlang. Da sieht man jetzt ein paar echt coole Sachen, was ihr so im Weber Rescue Shop finden könnt. Auch das ist natürlich alles am Stand zu besichtigen, die Handschuhe zu probieren und ähnliches. Und ja, dann bleibt mir eigentlich nur mehr zu sagen, danke, cool, dass ihr euch Zeit genommen habt. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr uns hier in der Halle 26 am Stand B13 bei Weber Rescue besuchen würdet und unsere Geräte entsprechend anschaut, testet und wir in ein cooles Gespräch kommen. Danke und wir sehen uns.